So, ab jetzt gilt's. Wie vermutlich viele andere bin ich unterwegs auf den ganzen Social-Media-Portalen und sehe, was meine Freunde und solche, von denen ich froh bin, dass sie es nicht sind, und manche, von denen ich mir wünsche, sie würden sehen, was ich alles mache, wieder jeder so um Aufmerksamkeit kämpft, inklusive mir. Und jetzt habe ich heute wieder jemanden gesehen, der geworben hat für seinen Auftritt in irgendeinem Theater, und dann hat er sich sehr bemüht, auch mit diesem Video, wie ich es auch tun würde. Das heißt, du schreibst dann rein, ja, hallo, liebe Freunde, ich hoffe, ihr kommt, und dann hat er zwischendurch immer so Videos vom Auftritt mit reingeschnitten und das Ganze witzig gemacht, und es ist aber immer ein bisschen meistens so ein Humor, wo ich das Gefühl habe, der ist gemacht für den Besucher, der da kommt. Und der Besucher, der da kommt, das ist ja schon, das sind so die Leute, die man beim Bäcker sieht. Grüß Gott, geben Sie mir da bitte schon 2? Ja, schön. Die Leute, die anhand vom Kleidungsstil kannst du schon ungefähr einordnen, dass sie vermutlich auch Vorabendserien spielen, bei denen ich auch dabei bin. Ich habe einen Bewusstseinsschritt durchgemacht. Wenn ich jetzt noch vor ein paar Monaten unterwegs gewesen wäre oder am Jahr, dann hätte ich abgelästert über die anderen, aber das nützt ja nichts, weil ich bin ja da selber auch drin. Und jetzt muss ich diese Klaviermusik ausmachen, weil die geht mir ganz stark auf den Sack. Die habe ich eigentlich selber angemacht, um mich selber zu beruhigen. Aber das hält kein Mensch aus. Es ist wirklich schwierig. Also ich habe heute Nacht geniale Ideen gehabt. Also ich habe wirklich, Weisheit hat sich über mich ergossen und durch mich hindurch, aber leider habe ich da schlafen müssen und habe dann nicht dieses Video aufnehmen können. Das ist jetzt möglicherweise nur ein fader Abklatsch dessen, was ich wusste heute Nacht, und eigentlich auch noch bis kurz vor diesem Video, aber habe ich natürlich die Technik aufbauen müssen, und das hat mehrere Jahrhunderte gedauert, und jetzt ist möglicherweise der Spirit nicht mehr da, aber ich versuche es trotzdem. Es ist ganz schwierig, es kämpfen viele Stimmen in mir. Also, Ausgangspunkt ist, je länger ich in diesem Berufsfeld tätig bin, desto mehr fehlt mir der Anlass dazu, es zu tun. Das sehe ich über die anderen. Also ich sehe mich selbst in den anderen. Ich sehe mich selbst in der Vergangenheit in Form der Videos von anderen aus der Gegenwart auf Social Media. Hi, Grüße, Servus. Ja, ich bin wieder da im Dörneberger Theater. Nächste Woche, Karten gibt's hier unten. Ja, wenn ihr Bock habt auf eine gute Zeit. Und das ist alles ganz, also armselig wäre jetzt eine Wertung, aber es ist so traurig natürlich, weil jeder kämpft um die Aufmerksamkeit, dass Leute kommen und sich seinen Schmarrn anschauen. Man stelle sich das nur vor bei den Leuten, die ich jetzt bewundere, aber Video gesehen von Marlon Brando zum Beispiel heute. Wenn ich mir vorstelle, hi, ich bin's Marlon, ja, well, I'll be there in a movie too. Es ist so schrecklich, dass man sein eigener Marktschreier sein muss. Ich habe immer schon das Problem gehabt damit, dass jeder weiß, wenn der Typ da gesessen ist und das aufgenommen hat, und spätestens, wenn es so ausschaut wie da, hat er wahnsinnig viel Zeit investiert. Das denkt man natürlich nicht mehr bewusst, aber ich denke es mir. Er bemüht sich darum, dass ich komme. Und es wird einem sogar über noch eingeredet. Du möchtest, dass deine Kunden kommen, du musst vorne sein, du musst sichtbar sein. Es ist eine ganz armselige, beschissene Rolle, dass man selber kämpfen muss um die Zuschauer. Es hat überhaupt nichts Mystisches mehr. Du weißt, der sitzt zu Hause oder in seinem Büro oder seinem Studio. Wenn er ein bisschen mehr Geld hat oder investiert hat und ein bisschen sich auskennt, dann hat er es wie ich mit 3-Punkt-Beleuchtung gemacht, und hinten ist irgendwie so beleuchtet, dass man die kreislige Steckdosen links daneben nicht mehr sieht, sondern das Gefühl hat, er spricht aus seinem Studio wahrscheinlich. Selbst das, was diese Theater für mich noch als bisschen Geheimnisvolles gehabt haben. Gerade so kleine Kabaretttheater, da hängen dann so vergilbte Poster an der Wand und alle waren da, dann siehst du die ganzen Leute, die du jetzt die letzten 10 Jahre im Fernsehen gesehen hast, siehst du in jung und denkst, wie ich, hat er damals auch, und ganz ewig lang, so lang macht der das schon toll, und das hat so ein bisschen was Geheimnisvolles. Mami riecht's dann so modrig und du weißt, das ist ein ganz altes, ehrwürdiges Theater. Aber wenn das natürlich abgefilmt wird und gezeigt wird und nicht gefilmt wird vom Tarantino, dann ist es natürlich furchtbar. Auch spätestens dann, wenn man noch darauf hinweist. Spätestens, wenn du weißt, der Robbie Williams, der spielt im Denberger Hoftheater. Ja, und da kann man die Karten direkt da kaufen, und hinterher ist er noch zum Meet and Greet und ist auch auf Social Media und hat hier wieder ein kleines Snippet für euch mit einem neuen Song. Das ist so klein, dass man es eigentlich nicht wissen möchte. Diese Formate zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk, das ist unabhängig vom Sender. Der ist für mich immer der ist für mich deswegen interessant, weil ich kann verstehen, was sie wollen, glaube ich, mit den Formaten. Die finden irgendeinen Künstler toll und dann wollen sie dessen Essenz einfangen, dessen Leben und dessen Kunst,
Und das macht natürlich irgendein Redakteur, der dann auch brav recherchiert hat, ihn vielleicht persönlich kennt und dann vielleicht unbedingt selber noch das Voice-Over machen möchte. Hier lebt der Künstler. In seiner Freizeit lebt er zurückgezogen, wenn man ihn fragt. Und das ist ganz furchtbar, leider. Und ich habe mich manchmal gewundert, warum ich so geärgert habe über die anderen Künstler. Ich denke mir, das ist so furchtbar. Ich glaube, die können nichts dafür. Wir können nichts dafür. Jeder von uns macht halt, was er macht. Und weil man gehört hat, dass man irgendwo zum Beispiel froh ist, wenn es Reportagen über einen gibt, Interviews oder dass man in gewisse Sendungen rein sollte oder bei Preisen mitmachen soll, macht da jeder mit und es macht es im Endeffekt so wahnsinnig klein, weil jeder um die Sichtbarkeit kämpft. Weil die meisten Sendungen sind nicht gut, finde ich. Zum Beispiel habe ich ja mal es gibt verschiedene, das bin ich hin und her gerissen. Soll ich die Namen sagen, weil sonst landen es mir nicht mehr ein, was aber auch nicht schlecht ist. Es sind ganz, wie sagt man denn, so gut bürgerliche Formate, wo Hinz und Kunz reingehen und dann kommen oben die Komiker und bringen sie zum Lachen. Da sind aber auch keine anderen Emotionen erlaubt. Das Humor, das Lachen, irgendeiner macht vielleicht noch ein Instrument, das keinen interessiert. Das ist bei mir auch immer so. Habe ich immer Klaviere mitgebracht. Ja, ich bin eigentlich der Jerry Lee Lewis, aber auch ein bisschen Crossover-Rock, wenn ihr möchtet. Und je öfter ich das jetzt sehe, bei anderen, desto trauriger finde ich es rückwirkend. Das habe ich bloß nicht gemerkt. Es macht einem halt Spaß, aber spätestens, wenn du zum Beispiel Kabarettisten und Comedians siehst, die sich so den Anschein geben, dass sie ein bisschen auch von der Straße sind und insgeheim Hip-Hopper nur rein zufällig ihre lockeren Geschichten hier erzählen. Oder Kabarettisten, die dann ganz gut mit Wortwitz irgendwie die den Lesewettbewerb und den Rap-Wettbewerb in der Grundschule Dinkelsdorf definitiv gewonnen hätten und auch ein bisschen böse sind, ein bisschen verschmitzt. Und dass das da wohnt, aber nie wirklich durchkommen ist ja oft so. Es ist ja so schlimm, ist ja bei mir auch so, dass ich singe schön, aber irgendwie zu faul gewesen für ein Album oder für irgendwas und vielleicht auch Selbstzweifel, vielleicht auch gar nicht so talentiert. Das wollte ich gar nicht so genau erforschen. Ein Album haben wir gemacht mit Balladen, die Hälfte von mir, die Hälfte Ding und das verschwindet dann so in der Vergangenheit und dann kann man es mystifizieren, dass man da mal, dann kann man eine Neuauflage machen nach 30 Jahren. Und was so traurig ist, dass man, weil nichts von dem wirklich funktioniert, mischt man es alles so rein in ein Programm, wo das dann Leute anschauen, die aber auch alles hinnehmen würden. Das meiste, wenn du jonglieren kannst, baust das ein, wenn du Gitarre spielst, baust das ein. Und wo ich drauf komme, das Schlimme ist, dass der Ort, der eigentlich, wie ich mittlerweile meine, dazu da sein sollte, dass du ohne Rücksicht auf ein Publikum dein Innerstes nach außen kehrst und hoffentlich so inspiriert bist, dass es eine emotionale Erfahrung ist für die Leute, dass das anstattdessen eingepfercht wird in ein ganz festes System, wo der Kunde gezahlt hat und jetzt unterhalten werden möchte und es außen noch ein System gibt an Journalisten, Redakteuren, Jurymitgliedern, Veranstaltern und dem Publikum, die dann auch alle noch mitentscheiden, ob es gut ist oder nicht gut ist. Und das ist völlig falsch, weil ich diesen Standard verinnerlicht habe, diese Beurteilung. Dass ich dann wirklich selber gemeint habe, ich muss ein neues Programm schreiben, muss mal Premiere machen und hoffen, dass die Presse gut ist. Und dann muss ich auf Tournee gehen und dann bei Wettbewerben mitmachen. Je länger du das machst, das habe ich zwar immer schon ein bisschen gewusst, aber trotzdem, Jurys zum Beispiel, da sitzen unter anderem oft, also so Kabarettwettbewerbe, entweder andere Kabarettisten oder Comedians drin, die dann so das lang genug durchgehalten haben, dass sie als altehrwürdig gelten. Selbst wenn nur 4 Leute kommen, sind die letzten 20 Jahre, die sitzen dann unten. Dann Regisseure oder vielleicht Kritiker, die sich dahin gearbeitet haben, dass ihre Meinung überhaupt irgendwas zählt, weil sie es halt so spannend schreiben und wo man dann irgendwie sagt, das alte Ding wieder, kannst das du selber? Nee, aber die es einfach so schön schreiben, wenn sie was gut schreiben, dass man irgendwie in ihren Worten sich gespiegelt sehen möchte. Wobei das in Zeiten von ChatGPT ein bisschen, das bist du ja schnell als da. Also wenn es ChatGPT früher schon gegeben hätte, hätte ich gesagt, viele Redakteure haben da abgeschrieben, auch viele Künstler. Und dann sitzen irgendwelche Leute auf der Jury, irgendjemand, der irgendwann einmal toll irgendwo getanzt hat und deswegen jemand beurteilt, der kocht oder so. Und die gibt's und dann gibt's die Sendungen, in die jeder rein möchte und man eigentlich sich nie die unerlaubte Frage stellt, gefällt mir das überhaupt?
Das sind meistens Sendungen, die haben irgendein Moderator, auch wieder irgendein oder Moderatorin, die lang genug durchgehalten haben und sich dahin gearbeitet haben, dass sie Gäste empfangen können. Und es kommt dann oftmals so ein bisschen durch, dass es schon ihre Sendung ist. Also, dass schon sie die lustigsten sind und dann haben sie aber Gäste. Und dann kommt jemand und darf seinen kleinen Beitrag vorführen. Und das geht punktgenau, völlig unnatürlich, kommt jemand rein und sagt, und hier ist er, Größen Rittenheim. Dann kommt er, hallo, ja. Also ich frage mich ja immer, was ist denn das mit den Handys? Und dann kommen irgendwelche Beiträge und dessen nicht genug. Die Beiträge, die flüchten sich sofort in irgendwelche Klischees. Was haben Frauen und sowieso gemeinsam? Na, das ist mittlerweile zu gefährlich. Jetzt fragt man immer, was haben Männer und sowieso gemeinsam? Und macht also quasi Witze über das eigene Geschlecht, also von unten nach oben, macht irgendwelche selbstironischen Sachen, weil sich rumgesprochen hat, du musst selbst self-deprecating Humor musst du machen, denn unter der Gürtellinie geht gar nicht. Also, es gibt die Fernsehsender und die Sendungen mit den Redakteuren. Ich sage nur einen Satz. Zu mir hat eine tatsächlich mal gesagt, bei einem bayerischen Format, wo ich gesagt habe, ich könnte doch wieder bei euch mal mitmachen. Ja, danke für deine Nachricht. Du kannst mir gerne dein Material zuschicken und mich damit bemustern. Dann habe ich darauf gesagt, aha, bemustern, dann weiß ich schon, über was ich meinen Beitrag mache. Da bin ich nämlich gleich wieder in der 10. Klasse bei dem Wort. Aber schaut doch eurer Sendung, dass das Verstaubte von dem Sender ein bisschen rauskommt. Dann war es natürlich vorbei. Das macht natürlich der Normale nicht. Aber wenn man es macht, ist der Segen, man muss dann an diesen Sendungen auch nicht teilnehmen. Jetzt kann ich das natürlich von der Warte aus sagen, wo es mir nicht gegönnt ist. In dem Moment, in dem mich irgendjemand fragen wird, wäre ich natürlich total linkisch und schmierig und würde sagen, ich freue mich. Und die würden auch sagen, ja, das eine oder andere kannst du einmal. Das, was zu deftig ist, kann man natürlich dem Zuschauer nicht mitmachen. Es ist im Prinzip vorbei. Und genauso ist es eigentlich hier mit Social Media. Kein Mensch möchte eigentlich wie Sauerbier anbieten. Ja, hallo, ich habe ein neues Programm und das sind auch noch kleine Untersetzer, die ihr kaufen könnt. Es hat was ganz, ganz Verzweifeltes. Und das finde ich ganz traurig, weil ich selber schon immer so schlimm irgendwelche Reportagen fand. Selbst die auf Netflix. Wenn dann irgendwelche Stars kommen und sagen, ja, hier habe ich meine ganzen Songs komponiert und dann ist es so ein Raum, so ein kleiner, dann habe ich überhaupt keine Lust mehr. Das ist wie mit diesen Auslandsreportagen. Sobald ich sehe, wie es da ausschaut und in Argentinien schaut es genauso wie bei uns, dann ist meine völlig falsche Fantasie dahin und dann habe ich gar nicht mehr so viel Lust hinzufahren. Irgendwie. In dem Moment, in dem jemand für sich wirbt, bin ich automatisch als Zuschauer in der Rolle zu sagen, naja, schauen wir mal, ob du mich zum Lachen bringst. Und das ist vollkommen falsch, weil der Zuschauer, der überhaupt doch nicht zu beurteilen hat, der ist auf einer Reise dabei, wo jemand hoffentlich gnadenlos genug ist, um sich selbst zu finden. Und es ist wahnsinnig schwer, weil du natürlich immer, wenn du irgendwas machst, die Gefahr ist, dass man sagt, das war aber jetzt, da hat er sich wohin gewagt. Und deshalb halten sich, glaube ich, die meisten auf in einem Format, wo entweder nur gelacht werden darf oder nachgedacht werden muss oder wo so ein bisschen Mischung aus allem ist. Und viele der Stand-Up-Comedians nehmen so die Haltung ein, so ich bin innerlich tot, mir ist egal, aber ja, mal ganz ehrlich, ist nicht so, die dann irgendwie auf super cool und abgehangen machen, was irgendwie auch so ein Friedensangebot ist. Ich tue euch nichts, mir fällt es nur auf, kann man aber lassen, wie es ist eigentlich. Und jetzt ist die große Frage für mich, wie ich da rauskomme. Weil die größte Gemeinheit ist ja natürlich, du machst irgendwas, ganz was Tolles natürlich, jeder von uns, und dann interessiert es keinen, weil niemand kommt. Und das kann sich ausdrücken in 4 Likes oder 4 Besuchern oder was weiß ich. Und zwischendurch schwappt es dann so ein paar hoch, die lang genug da sind und die erfüllen dann irgendeinen Archetyp und die kriegen dann alles. Sendungen, das und das schaut man dann, also ich schaue das dann an und denke mir, so ein Blödsinn, wieso der, wieso ich nicht? Das ist natürlich der reine Neid, weil jeder von denen macht halt irgendwas, jeder macht halt das, was er macht und irgendwas davon kommt dann an. Eine Zeit lang habe ich mich dann auf die Kritikerpose zurückgezogen. Ja, Stand-up-Comedy, das heißt nichts Gescheites, das System ist verloren. In den USA gibt es noch was, aber teilweise, aber das bringt natürlich auch nichts. Ich frage mich wirklich, was der Weg raus ist und ich glaube, für mich jetzt zumindest, ist der Weg raus, dass ich genauso wie ich es früher gemacht habe, mich komplett nur mit dem beschäftige, was mich interessiert und es Leuten zumute, weil es wirklich unwichtig ist, wie sie reagieren, außer vor Ort direkt und dann kann man direkt ja mit ihnen reden und das Ganze sofort umdrehen und so gefällt mir nicht, sagen, da ist es ja einfach. Aber dieses ganze Indirekte, das ist ungefähr genauso wie Leute, die im Hintergrund über dich reden. Was ich damit sagen will, ich fühle mit jedem
Künstler, der in so einem System gefangen ist, vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch einen Booker hat oder einen Manager, sowas gibt es ja nicht mehr wirklich, wo man dann in einem engen Austausch ist und sagt, so, ja, das ist wirklich gut gelaufen, ich habe da für dich was. Und wo man dann auch nie wirklich sagen kann, du, was ich mache, das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, ist klasse. Oder der dann auch so mitredet. Ja, weißt, also ich meine, was du machst, das ist schon gut, aber was die Leute, die dann in irgendeiner Weise ihren Senf dazugeben. Und ich bin immer der Meinung, alles abgesehen davon, was unfassbar krass ist oder wo ich brenne, wie man so sagt, oder was ich in dem Moment lustig finde, hat nicht wirklich eine Berechtigung. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe, glaube ich, Programme zu schreiben, weil das ist so, als hättest du ein gutes Gespräch oder Sex und würdest sagen, so, das war eine schöne Impro, aber jetzt stellen wir das Ganze nochmal durch und dann machen wir es nochmal. Weil dann, dafür braucht man, glaube ich, wirklich viel Zeit. Dafür brauchst du unendlich viel Zeit und bei diesem Output-Zwang ist diese Zeit nicht da. Allein wenn du dir vorstellst, alle 2 Jahre sollst du irgendein neues Programm machen, theoretisch, und schreiben und Leute kommen. Also als irgendwas sagen, natürlich kommt dann nur so ein Rinnsal raus. Natürlich kommt nur einer raus, weil was soll er oder sie in 2 Jahren gelernt haben? Dann nimmt er sich irgendein Thema, liest sich irgendwas an und die Wahrheiten sind meistens irgendwelche Plattitüden, die er erkannt hat, und der Rest wird gefüllt mit irgendwelchen mehr oder weniger billigen Witz und das sich flüchten in irgendwelche Klischees. Und wenn alles gut läuft, habe ich gemerkt, dann hat man ja das Gefühl, ja, läuft gut, da waren viele Leute da, neue Auftreten da, Duisburg, dann Garching, dann hier. Und es ist, und das ist das Interessante, da komme ich jetzt drauf mit 43, vollkommen belanglos. Und das merke ich in dem Fall jetzt, weil die Zuschauer, wenn sie da sind, habe ich überhaupt keine Lust, ihnen was Vorbereitetes zu zeigen, weil mich das im Aussprechen schon langweilt. Jetzt könnte man sagen, ja, dann bereit hat was vor, was dich nicht langweilt. Das stimmt, aber das ist gar nicht so leicht und ich glaube auch bei den anderen nicht, weil ich sehe das ja und das kannst du ihnen ja nicht sagen. Du kannst ja nicht sagen, ist das Ergebnis deines 30- oder 40- oder 50-jährigen Hirns? Sind das die Erkenntnisse, auf die wir gewartet haben, bis dahin entwickelt hast, wo man sagt, das ist wie mit Leuten, die immer Musik machen wollten und dann kommt die erste Album und dann sagt man, das wolltest du uns immer sagen all die Jahre, oder? Mein Herz fühlt so groß. Und man sagt, ja, aber andererseits ist es ja gemein, was ich sage, weil das ist ja innerhalb seines Erfahrungsrahmens. Und ich merke nur an mir, dass ich viel zu wenig irgendwie nah bei mir dran bin, sondern immer irgendeinen idiotischen Zuschauer im Kopf habe. Und das kann nur ganz falsch sein. Das ist wie bei Gesprächen, in denen du gelernt hast, deeskalierend zu sprechen. Ich schätze, was du sagst. Was bei mir ankommt, um nicht ins Toxische abzugleiten, ist eine Gegenübertragung. Und da möchte ich auch, also ich meine, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber meine Erfahrung ist, das macht jedes Gespräch wahnsinnig langweilig. Natürlich, wenn du sagst, egal was du machst, es ist das meiste davon scheiße, das nützt ja nichts. Also gerade beim Reden merke ich ja selber schon, ich komme überhaupt nicht raus aus diesem Beurteilungswahn und in dem wäre ich gar nicht drin, hätte ich nicht das Internet, weil YouTube ist ein Ding, da schaut man dann ab und zu mal rein und schaut sich andere an, muss man aber gezielt machen. Aber die größte Seuche, das ist eigentlich Instagram für mich, Facebook, TikTok, so Portale, in denen du Inhalte von anderen siehst und natürlich solche, wo der Algorithmus weiß, da interessierst du dich dafür und dann zeigt er dir das. Und du kannst nicht anders, als dich in Vergleich zu setzen. Ich würde ansonsten überhaupt nicht über diese Leute nachdenken und wüsste gar nicht, dass es sie gibt. Und es wäre viel besser, weil dann würde ich sie live sehen, wenn ich sie irgendwo kennenlerne und würde mir, so wie ich bin, weder ihren Namen merken, noch was sie gesagt haben, noch wie sie aussehen. Und irgendwann, wenn sie nach Jahren, ich sie wieder sehe, würde ich sagen, wenn sie mich darauf ansprechen. Ansonsten wüsste ich nur, entweder sieht er aus wie jemand, den ich vielleicht schon mal gesehen habe oder auch nicht. Und ich weiß weder, was die gesagt haben, noch was ich gesagt habe. Es war aber auch nicht relevant genug dann. Und so ist es eigentlich auch richtig. Und diese Namen und Institutionen, die ich da mittlerweile so im Kopf habe, das ist so schwer, die alle wieder rauszukriegen aus meinem Kopf. Und auch dieses vermeintliche System, das es gibt. Also für den, der es nicht weiß, das System ist immer, du schreibst ein Programm, dann kürzt es runter, bringst eine Struktur rein, dann kommt eine Regisseurin und sagt, trink an der Stelle noch mal ein Glas, das kürzt man, da mal einen Doppler drin, Sodale, dann wird es geprobt und gestellt und dann kommt irgendwann die Vorpremiere. Da testet man es aus am Publikum
Und dann kommt die große Premiere, da kommt dann ein Herr von Hochköppel und sagt, ja, haben wir noch ausbaufähig, aber im Prinzip trägt es. Und dann geht man auf Tour und dann berichtet man immer von irgendwelchen Orten, in denen keiner hin möchte und macht so im Sonnenschein einen auf, hey, ich bin wieder unterwegs. Und da denken sich vielleicht Leute, die jeden Tag in dieselbe Arbeit gehen müssen, Wahnsinn, wo der überall ist, aber ich will doch nicht nach Rothenburg hin. Da will doch niemand freiwillig überhaupt irgendwo hinfahren, um dann in irgendein Theater zu gehen. Das ist bei mir ausschließlich so, ich fahre da nur hin, wenn die Leute, die Veranstalter, und das ist eine Handvoll, nett sind. Und wenn der Ort mich irgendwie antörnt, und das sind viel weniger als gedacht. Oder ich fahre direkt in eine Firma und also für die ich spiele, da muss aber alles so sein, dass ich nicht aus meinem kontemplativen Status rausgerissen werde. Das kann ich generell nicht haben. Ich kann das nicht haben, in keinster Weise. Wenn ich drin bin in meinem Flow und dann Leute kommen, Servus, also das haben wir ein Problem mit der Technik, das interessiert mich nicht. Wenn ich das muss ich vorher geregelt haben, das haben wir überhaupt, das will doch keiner. Irgendwie, ja, an die Bühne musst du mal schauen. Oder überhaupt einen, zum Beispiel früher so ein Manager oder irgendwie, hey, nee, herkommt und sagt, da sind gut Leute da, bist gut drauf. Das will kein Mensch haben. Also kein Mensch, vielleicht andere, ich brauche das nicht, ich möchte es auch nicht. Ich will, so wie man beim Entrümpeln so vor sich hinräumt, will man niemand anders in der Nähe haben, der mitredet. Der sagt, na, wie ist dein Tag? Oder das kann man alles nicht brauchen. Man will für sich in seiner Ruhe, will man da hinräumen. Oder wenige Leute, die man tatsächlich gern mag und wo man sich besser fühlt, nachdem man mit ihnen geredet hat. Es gibt so Veranstalter, das sind einfach nette Menschen oder so. Und dem Rest, das will keiner. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich bin da ganz lang in ein falsches Bewusstsein meiner gefühlten Öffentlichkeit reingekommen. Und so klein sie auch gewesen sein mag, es hat was ganz, ganz Verzweifeltes. Es hat natürlich den Nachteil jetzt, dass ich jetzt, nachdem ich das für mich erkannt habe oder immer mehr am Erkennen bin, überhaupt nirgends mehr für mich reinpasse. Ich schreibe dann manchmal noch drunter Kabarettist, Comedian, Live-Performer, ganz wichtig, aber man weiß überhaupt nicht mehr, was man ist. Man weiß auch nicht mehr, wie man ein Programm nennen soll, was man in einen Pressetext reinschreiben soll. Man weiß es nicht. Es ist überhaupt eigentlich nicht mehr möglich, weil ich aber auch nicht mehr zurück kann in diesen kleinen, engen Panzer, geht der Weg nur in eine andere Richtung und es ist irgendwie in so einem Transformationsstatus. Ich finde es ja viel interessanter. Jetzt bin ich also schon der Meinung, dass das durchgehend dokumentiert gehört und auch veröffentlicht und aufgenommen. Und Leute können dem beiwohnen, passiv. In meiner Vorstellung habe ich das ganz strukturiert alles erklärt, aber das wird wohl nicht passieren. Ich habe Mitgefühl mit Künstlern, die auf Social Media für sich selbst werben. Hallo, nächste Woche im Demberger Hoftheater, freue mich, wenn ihr kommt. Also wenn ich jetzt mal den Zynismus wegnehme und die Überheblichkeit, man kann sagen, ja, aber es stimmt mich auch so traurig, weil das, was ich fühle, ist also eine große Verzweiflung natürlich. Weil man sagt, da müssen noch ein paar Leute kommen und deswegen jeder versucht, sich noch lustig darzustellen. Ich habe 1 oder 2 Sachen erkannt. Und jeder schielt, glaube ich, vielleicht bin ich der Einzige, zu den wenigen großen Namen, bei denen man nicht wirklich nachvollziehen kann, außer die komplett selbstlos sind, warum die an dieser Stelle sind. Die sind halt lang genug, haben sich in der Peripherie aufgehalten und die hat es dann, glaube ich, nach oben geschwappt. Und man vermutet aber, ja, aber sie treffen vielleicht auch den Humor und Ding. Ich glaube eher, dass das so ist, dass hinter diesen ganzen, bei den Fernsehsendern an den richtigen Stellen oder sonstigen anderen wichtigen Positionen Leute sitzen, die sagen, wen können wir nehmen, wer macht keinen Stress, wer fühlt sich gut an, mit wem kann man gut zusammenarbeiten, bei wem haben wir die Sicherheit, dass er grob so bleibt, wie er ist, wie wirkt er auf die Leute und der dann auf dieser Welle der Bekanntheit der Kollektiven da am höchsten ist, den nimmt man und sagt, da willst du bei uns eine Sendung machen. Und der weiß selber oder die auch überhaupt nicht, wie ihm geschieht und möchte natürlich das so weit wie möglich gestalten und mit irgendwann hat das dann so eine Selbstverständlichkeit und manche Leute, die machen das dann aus Versehen 20 oder 30 Jahre. Aber ich habe lang die falsche Frage gestellt, nämlich, warum haben die das? Und zweitens, wie komme ich auch dahin? Und habe aber vergessen, dass dann, wenn ich es nicht direkt mit Leuten gemacht habe, die ich gern mag, ich ja dann mit irgendjemand zu tun habe. Mit irgendwelchen Redakteuren und Dingen, die auch wieder gebunden sind und in irgendwelchen Verflechtungen drin sind von Verantwortlichkeiten und auch nur dieses und jenes nicht dürfen. Und im Endeffekt ist die Frage, wenn ich was habe, was ich transportieren möchte und dann auch nur im Ansatz irgendjemand dabei ist, der sagt, ja, das kann man so natürlich nicht senden, dann ist ja alles schon sinnlos.
Also jetzt könnte man natürlich entgegnen, ja, so funktioniert aber das Business. Aber was ist denn das für ein Business, in dem ganz stark reglementiert wird, damit am Ende durch ein ganz dünnes Nadelöhr ein Rinnsal rauskommt, den man dann Unterhaltung nennt? Das kann es nicht sein. Also wenn es mich nicht vom Innersten her so ergreift wie Musik zum Beispiel oder, weiß ich nicht, Sonnenuntergang, dann ist doch eigentlich eher gewünscht, dass es nicht reglementiert wird, damit überhaupt was Spannendes entstehen kann. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ein System, von dem was erlaubt und nicht erlaubt ist. Das Schlimmste ist, glaube ich, dass ich das verinnerlicht habe und dass das mein eigenes ist. Und dass ich immer weniger dem aber gehorchen will. Immer weniger möchte ich Dinge machen, ich habe immer im Kopf ein Publikum, das wahrscheinlich Dinge sagt und das amorph besteht aus Leuten, die ich vielleicht kenne, solchen, die ich nicht kenne. Das weiß ich gar nicht genau, aber ich habe so Kritiker in mir, Zuschauer, Jurys, Beurteiler, dann irgendwelche Institutionen, zu denen ich hin will und dass das alles falsch ist und dass es die nicht gibt, das ist wahnsinnig schwer irgendwie, vielleicht ist es auch nicht so schwer, aber immer wieder beobachte ich mich dabei, wie ich zurückschwapp und zum Beispiel immer mir noch bei Auftritten vorher Gedanken mache, was mache ich denn? Was werde ich denn machen? Obwohl ich wirklich komplett darauf vertrauen kann, dass ich vollständig unvorbereitet auf eine Bühne gehen kann. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und ich glaube auch, wenn ich das noch nicht kann in vollstem Vertrauen, dann bin ich noch nicht da. Wenn ich Beiträge habe, die ich vorbereitet habe. Das muss unglaublich sein, dass es sich lohnt, was vorzubereiten, finde ich. Also das kann ich ja wirklich nur jedem Kabarettisten sagen. Wenn ich die Beiträge sehe, muss ich da sagen, es wäre interessanter gewesen, wenn du ohne Beitrag und ohne Programm auf die Bühne gegangen wärst. Wirklich. Das hätte mich wirklich mehr interessiert. Aber natürlich, da ist ja dann die Angst, habe ich zu viel von mir preisgegeben, was, wenn sie raus sind, wie sie sind. Oder im Endeffekt hasse ich das Ganze ja und habe eine ganz andere Meinung. Aber man spürt es durch, was da so gesagt wird, dass das irgendwie nicht aufrichtig und authentisch ist. Wenn es eine richtige Haltung ist und man sagt, das spiele ich, dann will ich es aber auch gut gespielt sehen. Und es stört mich bei mir selbst und bei anderen so wahnsinnig, dass da Authentizität gespielt wird und so eine lockere Art. Und auch, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen sich damit zufrieden geben. Und wenn irgendwas ausschaut wie ein Witz, dass dann sagen, mag er noch so schlecht sein. Wenn er gesagt wird mit einem Ausrufezeichen oder einer kurzen Pause davor und irgendwie ein Klischee bedient, dann wird gelacht. Da habe ich immer gesagt, das kann doch nicht sein. Entweder sind die Leben dieser Menschen so wahnsinnig traurig, dass sie dann nicht über sowas lachen, oder es wird auf beiden Seiten gelogen. Wir haben hier eine Vereinbarung, ihr benennt nicht, was ich hier eigentlich tue und verberge, und umgekehrt lasse ich euch auch in Ruhe. Und dann passiert überhaupt nichts an dem Abend. Das habe ich erlebt beim Starkbierfest. Da wollten sich Alkoholiker einreden, dass sie sagen, wir können durchaus auch Kabarett. Wo man auch nicht weiß, warum sie sich das einreden wollten. Das muss irgendwie ein Minderwertigkeitskomplex gewesen sein, in Verbindung mit, da können wir ein bisschen Geld verdienen. Mal Kabarett drunter schreiben und Leute haufen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, sobald man dabei ist bei solchen Sachen, ich habe es ja selber erlebt, auch in so Sendungen, in denen ich dabei war, bist du gefangen von dieser Atmosphäre. Das ist wie, ja, ich bin dann augenblicklich auch verklemmt. Es geht nicht anders. Es ist also schwer für mich, dass ich komplett in meiner Energie bleibe. Das wird nämlich dazu führen, dass ich auf die meisten Sachen überhaupt nichts mehr antworten kann. Einfach sagen, ja, na du, geht's gut? Alles gut bei dir? Schön, ja. Da kriege ich der Schlaganfall Gesicht, da kann ich nichts, da geht nichts. Und jetzt sehe ich also diese ganzen Videos auf Social Media und ich befürchte, dass es mit meinen andersrum genauso ist. Man sieht es halt und man spürt immer durch, was der Mensch ganz stark probiert jetzt. Und der Unterschied zu früher ist nur, dass ich das jetzt nicht mehr mit Häme sehe, sondern mit Mitgefühl. Also ich kann jetzt den Künstlern, die da ich sehe, vergeben. Und mir selber damit auch dafür, dass sie überhaupt nicht bei sich sind, sondern mir irgendwas zeigen, was sie sich überlegt haben. Was sie aber überhaupt nicht gelohnt hat. Die ganzen Sendungen zum Beispiel, die ich sehe, natürlich braucht man irgendein Format, aber das hätte es für mich nicht braucht, die Vorbereitung. Beim Schlachthof zum Beispiel. Der Schlachthof ist eine Sendung, da müssen zwei
Kabarettisten, ich weiß nicht wie oft, jede Woche oder jeden Monat sich neue Sachen überlegen. Und das seit, ich weiß nicht wie viel, zig Jahren, das ermüdet, glaube ich. Und irgendwann hat man sich auf so einem Standard eingepegelt, wo man sagt, das ist völlig egal, ob es nicht so lustig oder schon lustig war. Nächste Woche kommt was Neues. Und dann kommen auch irgendwelche Gäste, ab und zu die gleichen in einem Turnus von ein paar Jahren. Und das ist dir vermutlich auch wurscht, den Redakteurinnen und Redakteuren auch. Und dann haben sie ein Konzept, jeder hat zuerst vorhin seinen Beitrag und dann setzt man sich gemeinsam an einen Tisch, wo man vorbereitete Dialoge miteinander führt. Und unten sitzt das Publikum, das ist irgendwie so teilweise so Bierschädel. Das ist insgesamt, es ist wie es ist. Da kann man nichts machen, glaube ich. Und das Schöne ist, dass für mich immer mehr diese ganze Welt verschwindet in der Unwichtigkeit, aus der sie rausgekommen ist. Und ich auch wieder verschwinde in dem Bewusstseinszustand eines fließenden Nichtses. Weg von dem Namen, weg von der Szene. Es ist irgendwie so, als hätte man jahrelang zu tun gehabt mit Jonglage. Und man sagt, ja, aber da wird ein Wettbewerb. Das ist vollkommen uninteressant. Und diese ganzen Künstler, die ich sehe, sie entfernen sich immer weiter von mir. Und ich sehe es noch, dass ich komplett in meinem eigenen Saft wieder drin bin. Ein bisschen so, ich habe vor kurzem Zorro gesehen. Ich sagte, es gibt diesen Kreis und außerhalb dieses Kreis gibt es nichts. Und je besser deine Fertigkeiten sind oder je mehr du bei dir bist, desto enger zieht sich der Kreis um dich und desto mehr ziehst du die Welt in deinen Kreis hinein, bis sie irgendwann so weit ist und dann sind sie da. Und ansonsten gibt es sie nicht. Auf jeden Fall habe ich ein großes Mitgefühl, groß nicht, gewisses Mitgefühl mit Künstlern, die ich sehe. Schauen wir mal, was ich da noch so sehe. Wen haben wir denn? Ja, da gibt es wirklich ganz ehrenhafte Künstler, die sich bemühen. Die ganzen Künstler, genau wie ich, bemühen sich mit Logos, mit Grafik, mit neuen Postern, mit witzigen Beobachtungen aus dem Alltag, teilweise auch ein bisschen kritisch, im Prozess des Schaffens, wie sie gerade arbeiten. Alle haben sie mitgekriegt, dass wir Shure-Mikrofone haben sollte. Und zwischendurch gibt es dann so Auszeichnungen, bin zu sehen bei den Radiospitzen oder beim sowieso. Und während all dieser Zeit wird man älter und das Traurige finde ich wirklich, wenn ich mich so angebiedert hätte. Und ich würde jedem dieser Leute, inklusive mir selber, wünschen, dass wirklich bei sich selber geblieben wird. Weil alles andere kann man sich nicht wirklich anschauen. Das ist furchtbar, wirklich furchtbar. Es ist so traurig auch. Und zwar nicht, weil ich sage, es ist nicht traurig, die Leute anzuschauen, weil ich sage, das ist schlecht, sondern weil ich glaube, durchzuspüren, ob jetzt von mir auf die projiziert oder nicht, ist ja wurscht, sondern einfach, dass ich mir denke, aus der großen Verzweiflung raus, dass du gesehen wirst, machst du dich gerade zum Volldepp. Man sieht es trotzdem. Man sieht es, egal wie cool das Video ist. Man sieht es. Also deshalb gleich der Hinweis, es ist bei mir, was ich hier aufnehme. Und es ist eine Canon-Kamera und es ist ein Banner, der da hinten aufgebaut ist. Und gewitzt wie ich bin, habe ich sowohl hier, was man jetzt nicht sieht, als auch da das gleiche Mikrofon, das der Fotograf Holger für mich aufgenommen hat und das ich dann mit Adobe Premiere, After Effects, Photoshop bearbeitet habe, damit es so aussieht, als würde es leuchten. Hier steht Shure, das habe ich abgeklebt, weil Shure erst anrufen muss. Fake, also. Und da ist ein riesen Bildschirm, in dem ich mich selber sehe. Und zwischendurch bin ich besorgt, dass ich zu weit nach rechts schaue und die Leute denken, da hat er aber einen Haarschüppel nicht ganz gerade. Es ist vollkommen bescheuert. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also ich glaube, was ich damit sagen will, jedem, der in einem System drinnen ist, in dem ich jetzt nicht drin bin, das ist das System aus, bin ich in einer Sendung drin, gehe ich dahin, mache ich das, spiele ich da im Theater, kommen so und so viele Leute, kann ich nur wünschen, darauf nach Möglichkeit überhaupt nicht zu achten und zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere, wenn es denn eine gibt, zu riskieren, weil wenn das nicht getan wird, kann man sich's wirklich überhaupt nicht anschauen. In dem Moment, in dem man sich auch nur 1 Grad verbogen hat, um irgendwie anzukommen, habe ich das Gefühl, ist man mehr oder weniger gezwungen, von sich selber das beizubehalten. Wenn man denkt, dafür kennen mich die Leute, dafür mögen sie mich, wenn ich jetzt da... Das habe ich, also ich kann, glaube ich, wenigstens ein bisschen mitreden, weil ich immer schon gewaltsam dagegen vorgegangen bin. Also nicht wirklich gewaltsam, aber mit Inhalten, wenn Leute mir zu sehr zugestimmt haben. Genau so ist es. Das mag ich überhaupt nicht. Fans, die beeinflussen einen. Kritiker sind eigentlich auch lästig. Eigentlich geht es darum, dass ich selber irgendwas mache und Leute hören zufällig zu. Aber
die Disziplin, einfach schon mal andere Sachen nicht anzuschauen und sich nicht dafür zu interessieren. Außer es tritt direkt in meinen heiligen Kreis und ich sehe es zufällig. Das ist ein ganzes Stück Arbeit, weil immer wenn Unsicherheit da ist oder Leere, schau doch kurz rein, was machen die anderen und so. Und das Gefühl ist immer ein Scheiß. Weil eines klar ist, alle sitzen zu Hause und wollen raus. Egal wie es verkauft wird, ob jetzt hier mit guten Kameras oder Leute, ich mache ganz andere Sachen noch. Oder hallo, ich freue mich. Es ist immer ein großer Akt der Verzweiflung und selten wird er mit so einer abgehangenen Professionalität durchgeführt, dass man sagt, das ist so abgehangen, dem ist es wirklich wurscht. Und das geht, glaube ich, nur, wenn es automatisiert ist. Ja.